Hallo und herzlich willkommen zu unserem Business Tapas. Business Tapas sind kleine Wissenshäppchen kostenfrei serviert und die machen Appetit und Lust auf mehr. Mehr unternehmerisches Wissen für mehr Wohlstand, weil jeder Unternehmer seine eigene heile Welt verdient hat. Und übrigens in der Beschreibung zum Video findet ihr auch den Link zur Unternehmer Online Akademie. Schaut euch mal um und findet noch viel mehr Business Tapas. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video der Woche. Diese Woche bin ich über ein Thema gestolpert, beziehungsweise ich hatte einen Aha-Moment. Und da ging es um das Thema Kompagnons. In meiner Zeit als Business Coach für den Mittelstand habe ich so ungefähr 6 Unternehmen betreut, bei denen 2 Partner gemeinsam gegründet haben oder gekauft haben. Und das Ganze immer mit guten Absichten oder dem Willen, immer zum Wohle des Geschäfts zusammenzuarbeiten. Soweit, so gut. In allen 6 Fällen lief es irgendwann nicht mehr so gut und die Nerven lagen blank. Ist ja klar, aus Freunden wurden Schweiger, im schlimmsten Fall auch Feinde. Die haben einfach nicht mehr miteinander geredet. Man sprach nicht miteinander, man traf keine gemeinsamen Entscheidungen mehr, man hat sich nicht mehr über die Strategie des Unternehmens unterhalten und irgendwann verlor die Firma so ihre Zielrichtung. In einigen Fällen kamen sogar Kunden ins Spiel, die etwas gegen den anderen Inhaber hatten und das führte dann zu echten wirtschaftlichen Problemen. Und neben dieser wirtschaftlichen Seite gab es dann noch die persönliche Seite. Wenn Freunde zusammen ein Unternehmen gründen, dann fehlt ihnen meistens so das Wissen darüber, was der eine oder die andere besonders gut kann oder eben nicht kann. Und wenn das dann im Laufe der Zusammenarbeit deutlich wird, dann scheut man ja aufgrund der Freundschaft ein klares Wort. Kommt übrigens auch vor, wenn Paare gemeinsam ein Geschäft führen oder im gleichen Unternehmen arbeiten. Wir haben eben in der Schule nicht gelernt, wie man richtig und respektvoll Feedback gibt und dieses Feedback eben auch annimmt oder objektiv Probleme anspricht. Wir wollen Harmonie um jeden Preis, weil wir mit Ablehnung oder Kritik nicht umgehen können. Und dieses Harmoniebedürfnis, das steht aber vielen Geschäftsfreunden im Weg. Und noch was ist mir aufgefallen. Wie gehst du als Freund oder Freundin damit um, wenn du fachlich enttäuscht bist? Also wenn du dachtest, dein Kompagnon kann das bestimmt, weil du es nicht kannst oder weil du es nicht machen willst. In vielen dieser Unternehmen dachte der eine vom anderen, dass zum Beispiel Vertrieb und Akquise von dem anderen gemacht wird. Es gab bei der Gründung irgendwie keine klare Absprache, wer welchen Bereich übernimmt und wer auch für diesen Bereich die Verantwortung trägt. Es war von Anfang an nicht klar, wer welche Fähigkeiten hat und wer welche Fähigkeiten noch entwickeln muss oder wer was dazulernen muss. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann abonniert die Unternehmerinfos. Den Link habe ich euch auch in den Kommentar gepackt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe versucht, mit meinen Mitteln als Business Coach und Mediatorin die Probleme in diesen 6 Unternehmen klar rauszuarbeiten und die Inhaber dazu ermutigen, ihre Punkte klar zu benennen. Also wenn dann das Gespräch so wieder in Gang gekommen ist, dann fanden die Parteien auch ihre eigenen Lösungen. Und ich kann euch mal 3 echte Entscheidungen aus den letzten 1,5 Jahren nennen. Also die einen, die ich betreut habe, die haben festgelegt, dass einer der Geschäftsführer zurücktritt und dann als stiller Gesellschafter Teil des Unternehmens bleibt und den Bereich Forschung und Technik leitet. Die andere Firma, die haben sich beruflich getrennt, sind aber heute wieder gute Freunde. Und die dritte Firma, die hat sich entschieden, das Geschäft in Form einer Nachfolge komplett zu verkaufen. Was auch immer am Ende das Ergebnis ist, es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, als weiter zu leiten und sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, weil im schlimmsten Fall verlierst du einen Freund und einen Geschäftspartner. Also ich wünsche euch nicht, dass ihr das mal erleben müsst. Und falls ihr euch gerade in einer ähnlichen Lage befindet, dann lasst uns reden, weil irgendwie kriegt man das immer wieder hin, man muss halt nur drüber sprechen. Habt ihr euch erkannt oder seid ihr nachdenklich geworden bei diesen Business Tapas? Dann schaut euch vielleicht auch die anderen Videos der Business Tapas an und abonniert den YouTube-Kanal der Unternehmer Online Akademie. Ihr findet den Link unter diesem Video und keine Angst, von Business Tapas wird man nicht dick, nur reich. Macht was draus.